Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diesen mega geilen Parker näht. Der Parker hat einen Gummizug hier in der Taille und auch einen Gummizug an der Kapuze, so dass, wenn es ein bisschen kälter wird und stürmischer, dass ihr die Kapuze auch schön ins Gesicht ziehen könnt. Wir haben Druckknöpfe dran und einen Reißverschluss und ein wattiertes Futter. Also dieser Schnitt ist auf eine wattierte Einlage von 80 bis 100 Gramm ausgelegt. Ihr könnt entweder so ein fertiges wattiertes Futter kaufen, wie ich es getan habe. Ihr könnt aber auch ein Futter nehmen und das auf eine Wattierung aufsteppen. Diese Wattierung sollte, wie gesagt, so um die 80 bis 100 Gramm haben, aber dann wird es nachher genau gleich verarbeitet. Als erstes schneide ich das Futter für den Parker zu. Ich habe jetzt hier einen Stoff gekauft, der schon bereits fertig wattiert ist. Ihr könnt aber auch eine Watte kaufen und ein Futter und die Teile aufeinander steppen. Dafür schneidet ihr dann einfach aus der Watte nochmal die gleichen Schnittteile aus und auch aus dem Futter. Und dann könnt ihr einfach in ein paar Abständen, zum Beispiel gerade Absteppungen reinmachen. Ihr könnt euch natürlich auch so austoben wie hier mit so Rauten. Denkt auch dran, eure Knipse zu übertragen. Wir haben am Rückteil 3 Knipse im Armloch und an der Seitennaht 2. Am Vorderteil haben wir ebenfalls an der Seitennaht 2, im Armloch 2 und hier vorne an der Kante 1, 2, 3. Am Oberärmel haben wir 1, 2, 3 in der Armkugel, 1, 2 an der Seite und 1, 2, 3 an der anderen Seite. Dann haben wir hier am Unterärmel auch nochmal 2 hier an der Seite, 2 an dieser Seite und einen Doppelknips im Armloch. Ich habe jetzt schon mal die ersten Teile ausgeschnitten, die hier auf meinen Tisch passen. Ich habe hier das Rückteil, das Vorderteil, Taschenklappe, Tunnel und die Kapuzenbelege. Der Tunnel, wie gesagt, im Bruch. Da knipst ihr euch auf jeden Fall auch die Bruchkante. Ich würde dafür immer hier so einen Stift benutzen und nicht die Kanten einschneiden. Da schneidet man nämlich gerne schon mal ein bisschen zu tief, deswegen würde ich das sein lassen. Ich sage euch einmal kurz, wo ihr hier Knipse habt. Also am Rückteil haben wir hier jeweils am Saum. Dann 1, 2, 3 an der Seite noch, 2, 3 im Armloch und dann haben wir hier hinten auch nochmal 2 für den Tunnel. Dann haben wir am Vorderteil 1, 2 im Armloch, 1, 2, 3, 4 an der Seite und hier auch nochmal ein. An der Taschenklappe haben wir oben jeweils einen Knips und dann kommen wir zum Kapuzenbeleg. Da müsst ihr nochmal was einzeichnen. Wir haben einerseits 1, 2, 3 Knipse hier unten an der Kante. Dann haben wir einen Punkt zur Markierung vom Druckknopf und einen Punkt, der die Ecke der Absteppung markiert. Ihr könnt euch jetzt einen dieser beiden Kapuzenbelege nehmen und die Absteppung nochmal komplett einzeichnen. Die Absteppung verläuft im Abstand von 3,5 cm zur Kante. Ich mache mir hier erstmal so ein paar Striche, die ich dann verbinden kann, bis ihr vorne am Punkt seid. Und dann könnt ihr vom Punkt auch im 90-Grad-Winkel auf die Linie runtergehen. Und dann kommt noch eine Positionierung für die Öse dran. Die ist auch im Schnitt eingezeichnet, denn wir brauchen ja eine Öffnung, da hier der Tunnel für die Kapuze ist, wo dann nachher ein Gummi durchgezogen wird, um die Kapuze vorne enger zu ziehen. Dann schneide ich jetzt noch die anderen Teile aus und zeige euch da nochmal, wo die Knipse sind und was ihr dazu beachten habt. Ich habe hier jetzt nur den Untertritt zugeschnitten, dafür in doppelter Stofflage, weil der Übertritt etwas kleiner ist und deswegen können wir ihn dann daraus nochmal zuschneiden. Also als erstes den Untertritt könnt ihr schon mal die Knopfposition übernehmen für die jeweilige Größe. Einmal markieren und dann übernehmt ihr auch die 3 Knipse, die jeweils oben und unten sind. Die zweite Blende muss 0,5 cm schmaler sein. Dafür schneidest du dann einfach diese Breite an einer Längsseite mit dem Knips ab. Ich habe mir als Führung einfach nochmal den Schnitt aufgelegt. Ihr könnt aber auch ein Lineal verwenden. Und dann könnt ihr auch hier die 2 Knipse oben und unten übernehmen und die Knopfposition. So, jetzt haben wir noch die restlichen Teile. Einmal den Oberärmel, da haben wir 1, 2, 3, 4 Knipse an dieser Seite, 1, 2, 3, 4 Knipse in der Armkugel
und 1, 2, 3 Knipse an dieser Seite. Den Taschenbeutel, da haben wir 2 Knipse jeweils hier oben. Am Vorderteilbeleg haben wir hier unten einmal einen Knips, hier einen, hier und das war's. Und dann haben wir hier am Unterärmel 1, 2, 3, 4 Knipse, im Armloch ein Doppelknips und dann haben wir hier 1, 2, 3 Knipse. In der Kapuze haben wir hier unten einen Knips und an der vorderen Kante 1, 2 Knipse und in der Rundung 1, 2, 3 Knipse. Das übertragt ihr auf alle 4 Schnittteile. Und dann haben wir noch den Mittelstreifen, da haben wir auf jeder Seite 3 Knipse und an den kurzen Seiten jeweils einen. Am hinteren Halslochbeleg haben wir dann keine weiteren Knipse, aber ihr solltet euch auf jeden Fall die Bruchkante einmal markieren, weil die ist ganz wichtig für die hintere Mitte. So, und dann fehlen uns nur noch die Einlage. Einlage bekommen die Taschenklappen, der hintere Beleg, die Säume bekommen einmal Einlage und die Vorderteilbelege und Unter- und Übertritt. Wir starten mit den Futterteilen. Ich habe jetzt hier ein Futter, welches bereits mit einer Wattierung versehen ist. Wenn ihr eine Wattierung habt und ein separates Futter, dann legt ihr jetzt einfach aufeinander und steppt sie einfach aufeinander fest und danach behandeln wir diese Teile, als wären sie ein Teil, wie meins jetzt hier auch. Also ihr könnt dann Muster da drauf steppen oder einfach nur in Abständen das aufeinander steppen. Das ist gar kein Problem, wie ihr mögt. Und als erstes schnappt ihr euch eure Belegteile, die ja alle mit Einlage beklebt sind. So näht ihr die rechts auf rechts aufeinander und dann schließt ihr hier die beiden Schulternähte bei 1 cm. Schnappt euch dann jetzt die Belegvorderteile und näht sie an euer Belegfutterteil. Rechts auf rechts, diese lange Seite, das wird jetzt aneinander genäht. Ihr habt dafür auch entsprechende Knipse an der ganzen Kante. Und ihr könnt auch schon mal den Beleg des Rückteils an das Futterrückteil legen. So gehören die aneinander, rechts auf rechts, einmal so. Also startet ihr hier, das sind gegenläufige Kurven, deswegen kann man das schlecht feststecken. Einfach während des Nähens weiter drehen. Dann haben wir noch die Ärmel. Die schließt ihr auch an der langen Kante. Also ihr legt euch die Futterärmelteile rechts auf rechts und schließt dann hier die lange Kante an beiden Seiten. Dann nehmt ihr euch das Rückteil und die beiden Vorderteile und näht die Schultern bei 1 cm zusammen. Also einmal so aufeinander und dann hier bei 1 cm schließen. Dann als nächsten Schritt näht ihr die beiden Ärmel rechts auf rechts in die Armlöcher. Dafür könnt ihr euch an den Knipsen orientieren. Der doppelte Knips, ich habe hier den doppelten Knips, der gehört ins rückwärtige Armloch, also ins hintere Armloch. So, und ich schließe dann hier einmal so blüpp, 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 einmal rundherum. Ich stecke mir meistens einfach nur den Anfang fest und sortiere das dann unter der Nähmaschine, weil so gegenläufige Kurven ist immer schwierig, das vorher festzustecken. Na, das machen wir an der linken und auch an der rechten Seite natürlich. Wir machen mit den Taschen weiter und dafür nehmt ihr euch eure Taschenbeutel, bügelt sie einmal rundherum bei 1 cm nach innen um und dann die obere Kante nochmal bei 2 cm. Ihr könnt dann danach die obere Kante auch schon bei 1,7 cm absteppen und die Taschenklappen, da legt ihr euch jeweils 2 rechts auf rechts. Wundert euch nicht, meine linke Seite ist Leo. Ich wollte lieber Uni anstatt Leo. Rechts auf rechts aufeinander und schließt die Taschenklappen einmal hier an den Seiten und unten bei 1 cm. Dann könnt ihr die Nahtzugaben zurückschneiden und die Klappen wenden. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Taschenklappen noch schmalkantig absteppen. Ich lasse es jetzt komplett ohne Absteppung. Ich mag das immer gerne ein bisschen cleaner. Ihr könnt dann rechts, unten und links die Taschenklappen bei 1 cm aufeinander nähen, die Nahtzugaben ein wenig zurückschneiden, wenden, ordentlich bügeln und danach könnt ihr die Taschenklappen knappkantig bei 0,1 und 0,7 cm absteppen. Als nächstes stecken wir dann die Taschenbeutel auf die Vorderteile. Dafür haben wir hier Markierungen und wir brauchen für die Taschenbeutel die unteren 4 Markierungen. Legen sie dort bündig an und steppen die Taschenbeutel einmal rundherum knappkantig auf, rechts sowie links. Und ihr könnt dann auch direkt die Taschenklappen aufnähen. Dafür legt ihr sie an die Markierung nach oben, steppt sie bei 0,5 cm ab, klappt sie dann runter und steppt einmal bei 0,1 und 0,7 cm
nochmal nach unten. Nehmt ihr euch eure Rückteile und legt sie rechts auf rechts aufeinander und schließt dann einmal die hintere Mitte bei 1 cm und steppt dann die hintere Mitte bei 0,1 und 0,7 cm ab. Dann legt ihr die beiden Vorderteile rechts auf die Schulter, schließt die Schulter hier wieder bei 1 cm, bügelt die Nahtzugaben nach hinten ins Rückteil und steppt bei 0,1 und 0,7 cm ab. Als nächstes kommen dann die Ärmel dran. Da macht ihr das gleiche wie mit den Futterärmeln auch. Ihr legt die beiden Ärmel rechts aufeinander und schließt einmal die lange Seite. Dann bügelt ihr die Nahtzugabe in den Oberärmel, also in das größere Teil und steppt bei 0,1 und 0,7 ab. So, wir haben jetzt die Vorderteile und auch die Ärmel fertig. Als nächstes bügelt ihr euch die Säume bei 4,5 cm um, also genau da, wo wir hier an den Säumen die Knipse haben. Außer hier vorne am Vorderteil, da habt ihr einen Knips bei 1 cm und da lasst ihr dann den Bügelbruch auf 4,5 cm auslaufen. Und dann nähen wir auch hier die Ärmel ein, rechts auf rechts ins Armloch. Hinten haben wir wieder den doppelten Knips und vorne einen einfachen Knips. Und dann näht ihr den Ärmel bei 1 cm in das Armloch. Die Nahtzugaben bügelt ihr dann in das Vorder- und Rückteil und steppt es auch dann dabei 0,1 und 0,7 cm fest. Jetzt sind die Ärmel drin und als nächstes schließen wir dann die Seiten- und Ärmelnaht. Dafür legen wir Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und halbieren uns auch einmal den Ärmel. Und dann könnt ihr die Kanten genau aufeinander legen, den ungebügelten Saum aufklappen, legt die Kanten aufeinander und dann schließt ihr einmal von hier oben bis hier unten bei 1 cm die Ärmel- und Seitennaht. Als nächstes nähen wir den Tunnel. Und dafür haben wir jetzt hier den Tunnelstreifen, den bügelt ihr einmal rundherum 1 cm nach innen um. Und dann habt ihr hier vorne am Vorderteil jetzt 2 parallele Punkte und da arbeitet ihr jetzt Ösen rein. Ich mache das mit meiner Nähmaschine, ich habe da so eine Ösenfunktion, mit der man genähte Ösen machen kann. Ihr könnt aber auch einfach Ösen einschlagen jetzt. Und wenn ihr die Ösen dann drin habt, dann näht ihr danach das Tunnelband auf. Dafür klappt ihr dann eure Jacke auf. Und ich habe mir hier den Tunnel schon mal aufgemalt. Das könnt ihr auch machen, indem ihr einfach die Knipse an den Seiten verbindet. Dann habt ihr eine gerade Linie, auf der ihr dann den Tunnel aufnähen könnt. Ich würde euch hier auch empfehlen, messt einmal an eurem Körper ab, wie hoch der Tunnel sein soll. Denn der sollte natürlich genau auf der Taille liegen. Ich habe zum Beispiel einen kurzen Oberkörper und deswegen habe ich mir den Tunnel ein bisschen weiter nach oben gesetzt, damit dann die Jacke nicht nachher zu viel bauscht. Ja, und dann bügelt ihr dann den Tunnel da drauf. Wenn ihr die Ösen dann eingearbeitet habt, könnt ihr auch direkt das Gummiband einfädeln und auch den Kordelstopper dran machen. Ich nehme hier so eine Neonkordel. Von der Länge sollte es ungefähr so sein, dass die Kordel flach im Tunnel liegen kann und vielleicht noch ein bisschen mehr, je nachdem wie ihr aber auch die Jacke tragen möchtet. Wenn ihr die Jacke eher glatt tragen möchtet, sollte das Gummiband natürlich auch glatt im Tunnel liegen. Wenn ihr aber sagt, ihr möchtet auf jeden Fall den Tunnel angezogen haben, dann könnt ihr auch ein bisschen weniger Kordel nehmen. Also ich mache das jetzt so, dass die Kordel ungefähr so lang ist wie auch der Umfang von der Taille hier. Ich habe mir jetzt hier im Vorderteil 2 Ösen eingearbeitet. Wie gesagt, ich habe das jetzt mit der Ösenfunktion an meiner Nähmaschine gemacht, aber wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch einfach Ösen einschlagen. Das ist natürlich abhängig davon, was für eine Kordel ihr nehmt. Ich habe hier so eine Gummikordel mit Neon und die fädel ich mir jetzt einmal durch die Ösen durch, denn ich befestige mir jetzt hier einen Kordelstopper dran. Einmal rein und wieder raus. Dann durch die andere Öse wieder in die Jacke. Jetzt nähen wir den Tunnel an und der Tunnel geht ja hier so lang und hier vorne an dieser Querkante nähe ich dann meine Kordel fest. Also ich habe jetzt hier meine Kordeln, die hier rauskommen und dann lege ich mir jetzt den Tunnel hier drüber und verriegel erstmal so, dass die Kordel hier fixiert ist. So, und dann würde ich erstmal eine Seite des Tunnels aufsteppen und dann die andere. Immer schön an eurer aufgezeichneten Linie entlang. Da müsst ihr euch auch erstmal um die Kordel gar nicht weiter kümmern. Wenn ihr gleich die zweite Seite zusteppt, müsst ihr dann schauen, dass die Kordel schön im Tunnel bleibt. So, ich bin jetzt hier auf der zweiten Seite. Da achtet jetzt darauf, dass die Kordel in dem Tunnel liegt und steppt auch hier dann den Tunnel schmalkantig ab.
Als nächstes machen wir die Kapuze. Da arbeitet ihr euch auch wieder Ösen ein auf den äußeren Kapuzenbeleg. Ich habe mir hier auch schon mal die Absteppung für den Tunnel angezeichnet. Und wenn wir dann schon mal beim Nähen sind, können wir auch schon mal die Kapuzenteile zusammennähen. Wir haben ja 4 Kapuzenteile und da nehmen wir jetzt den Mittelstreifen der Kapuze und legen ihn rechts auf das jeweilige Kapuzenteil. Ihr könnt oben und unten an dem Kapuzenstreifen daran erkennen, dass die gerade Seite, die gehört zur vorderen Kante hier an der Kapuze. Hier unten die Seite ist ein bisschen geschwungen und die gehört dann zum Halsloch hier unten. Aber ihr habt natürlich auch passende Knipse, die dann auch aufeinander passen müssen. Also ihr könnt dann jeweils den Mittelstreifen rechts auf eine Kapuze nähen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch an der anderen Seite des Kapuzenbelegs die andere Seite der Kapuze annähen. Also so wie ich es jetzt hier quasi gesteckt habe, kommt einmal der Beleg hier so einmal rundrum und dann an der Seite, die jetzt dann noch offen ist, kommt dann die andere Kapuze dran. Die Länge der Kordel würde ich auch ungefähr so lang nehmen, wie auch der Tunnel lang ist und dann so 10-15 cm mehr für eine kleine Schlaufe. Hier machen wir dann das gleiche wie vorhin auch am Tunnel. Ich fädle mir die Kordel durch die Öse. Dann kommt der Kordelstopper dran und dann wieder durch die andere Öse. Und das bleibt dann jetzt auch erstmal so, denn erst ganz am Ende, wenn wir hier die Absteppung an der Kapuze machen, wenn alles zusammengenäht wird, nähen wir dann auch hier die Kordel fest. So, ich habe die Kapuzen jetzt genäht und ihr könnt jetzt die Nahtzugaben in das mittlere Teil bügeln und dann bei 0,1 und 0,7 cm absteppen. So, wir haben jetzt beide Kapuzenteile. Ich habe mir jetzt nur die äußere Kapuze abgesteppt und an diese äußere Kapuze nähe ich jetzt den Kapuzenbeleg an. Der kommt einfach rechts auf rechts an die vordere Kante. So. Und dann steppen wir den bei 1 cm einmal rundherum fest. Und ihr könnt dann auch gleich den Kapuzenbeleg für die Innenkapuze auch direkt dran machen, rechts auf rechts. Das hier oben ist die Kante, die angenäht wird. Diese kleinere, kürzere Kante, das ist nachher das, wo dann das Gesicht durchkommt, sage ich mal, wenn die Kapuze geschlossen ist. Wenn ihr die Belege jetzt dran habt, könnt ihr die Belege einmal vorne klappen, die Nahtzugaben in den Beleg bügeln und den Beleg dann einmal bei 1 mm und 0,7 mm absteppen. Ich mache das immer nur an der äußeren Kapuze, ihr könnt es aber natürlich auch an der Innenkapuze machen. So, wir nehmen dann jetzt die äußere Kapuze rechts auf rechts in das Halsloch der Oberstoffjacke. Also einfach die Naht einmal in das Halsloch und bei 1 cm festnehmen. Das gleiche machen wir auch mit der inneren Kapuze. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der inneren Kapuze. Die nehmen wir auch rechts auf den Halsausschnitt. Also wirklich rechts auf rechts. Denkt dran, rechts auf rechts. Denn diese Kapuze wird ja nachher innen sein. Und ich arbeite mir jetzt hier in der hinteren Mitte noch einen Aufhänger ein. Ich habe mir hier ein kleines Stück zugeschnitten. 6 x 10 cm ist auch bei euch mit im Schnitt. Das könnt ihr euch zweimal nach innen umbügeln und dann nochmal zur Hälfte falten, dass ihr einen Aufhänger bekommt und den nähe ich mir jetzt noch hier in die hintere Mitte ein und dann nähe ich die Kapuze in das Halsloch. Ich habe mir jetzt hier ein Band gebügelt für den Aufhänger. Ihr habt dafür auch ein Schnittmuster im Schnitt. Ich habe mir das zur Hälfte gefaltet und dann einmal nach innen gebügelt und jetzt kann ich mir das so klappen und zunähen. Und dann nähe ich mir das jetzt hier auf meine Innenjacke. Das ist der Beleg von der Innenjacke und da nähe ich mir das jetzt fest. Achtet darauf, dass ihr hier 1 cm Platz lasst, bevor ihr den Aufhänger umklappt, denn da ist ja noch eine Nahtzugabe. Und dann mache ich das immer so, dass ich mir hier so eine kleine Ecke reinfalte und dann festnähe. Den Rest können wir abschneiden. Und dann können wir die Kapuze dran nähen. Als nächstes kommt der Reißverschluss rein. Der soll ja nachher so hier drin liegen. Und ich würde euch empfehlen, einfach den mal so reinzulegen. Der ist kürzer als die Jacke selbst. Es gibt hier unten ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ihr macht den jetzt komplett auf. Der ist ja teilbar. Und dann legt ihr jeweils ein Teil rechts auf die jeweilige Seite des Vorderteils. Also einmal hier so zack, umklappen, rechts auf rechts.
Die Zähnchen beginnen dann 1,5 Zentimeter unterhalb von der Kante hier an der Kapuze. So haben wir noch ein bisschen Spiel. Könnt ihr euch auch anzeichnen. Die Zähnchen zeigen jetzt nach außen und nicht nach innen. Ganz wichtig. Ihr könnt euch jetzt einmal das Band mit einer Stecknadel fixieren. Das Reißverschlussband liegt bündig mit der Schnittkante und dann könnt ihr einmal von oben bis unten den Reißverschluss annähen. Dafür brauchen wir dann ein Reißverschlussfüßchen. Oben bin ich hier an der Kapuze. Ich habe jetzt hier meinen Reißverschluss, den ich annähen möchte. Ich habe mir hier auch eine Markierung gemacht, bis wo die Zähnchen reichen dürfen. Und dann könnt ihr den Reißverschluss annähen. Schaut, wo die Zähnchen aufhören, also die 1,5 Zentimeter nach hier unten habe ich abgemessen. Und dann klappt ihr euch das Reißverschlussband hier so ein bisschen zur Seite, damit das hier oben nicht mit in die Nahtzugabe reinkommt, sonst wird es sehr dick und sieht nicht so schön aus da oben. Deswegen klappe ich mir das immer gerne so zur Seite. Und dann näht ihr einfach den Reißverschluss ganz gerade an die Kante an. Das Reißverschlussband ist bündig hier mit der Schnittkante von dem Vorderteil und dann näht ihr das so nah an, wie ihr an die Zähnchen rankommt. Hier an der Seite habe ich noch meinen Reißverschlusszipper. Da versenke ich die Nadel dann jetzt im Stoff, mache das Füßchen hoch und schiebe den Zipper einmal daran vorbei und dann kann ich bis runter nähen. So, und dann ist der Reißverschluss auch schon eingenäht. Das war's. So, wir nähen dann jetzt die Futterjacke ein. Dafür habe ich mir jetzt mal die Oberstoffjacke auf links gedreht, denn wir ziehen jetzt die Futterkapuze rechts auf rechts in die Oberstoffkapuze. Also einmal umdenken, rechts auf rechts ineinander. So, einmal in die Ärmel. Und dann steckt ihr euch einmal die komplette vordere Kante, die Kapuze und auch den Saum fest und dann können wir das komplett einmal bei 1 cm schließen. Also tutto completo einmal bei 1 cm rundrum, sowohl der Saum als auch die vordere Kante und die Kapuze und dann ist das Futter quasi schon drin. Mehr ist es fast nicht mehr. Wir müssen dann noch die Ärmel machen, die machen wir dann gleich, aber wirklich mehr ist es nicht mehr. Das geht ratzfatz. So, ich bin jetzt hier gerade am Saum. Hier noch eine kleine Anmerkung. Ihr müsst einfach nur die Kanten von dem Futterteilen auf die Oberstoffteile legen und bei 1 cm zusammennähen. Mehr müsst ihr hier gar nicht machen, dann ist auch schon der Saum verarbeitet. Also ihr müsst hier nichts weiter ziehen, beachten, irgendwas tun, einfach bei 1 cm zusammennähen. Ich habe jetzt hier nochmal mein Füßchen gewechselt, denn ich nähe jetzt hier die vordere Kante hoch und da ist ja der Reißverschluss noch mit drin und deswegen brauche ich da das Reißverschlussfüßchen nochmal. Aber ihr näht einfach ganz normal an den Zähnchen dran vorbei, so wie wir ihn eben auch angenäht haben. Schaut nur, dass ihr natürlich beide Lagen ordentlich mitfasst. So, wir haben dann jetzt die Jacke einmal rechts auf rechts komplett aufeinander genäht. Das ist jetzt alles zu, aber wir haben ja noch im linken Ärmel die Öffnung und die brauchen wir jetzt zum Wenden. Also wir haben noch nicht die Ärmel geschlossen, das machen wir dann jetzt. Wir wenden einmal das komplette Teil, dann könnt ihr mal schauen, wie es aussieht. Also ihr zieht jetzt einmal die komplette Jacke durch den Ärmel durch. So wenden wir den dann. So, Ecken rauspopeln und so braucht ihr jetzt noch gar nicht so, denn wir wenden die Jacke eh noch ein zweites Mal. Aber so seht ihr schon mal grob, wie die Jacke dann gleich aussehen wird. Da fehlt jetzt natürlich noch einiges an Bügelarbeit und ein bisschen Verschneiden. Wichtig ist jetzt erstmal, dass ihr die Ärmel vom Futter ordentlich einzieht, dass die richtig rum sind, denn das ist jetzt der nächste Step. So, sieht doch schon ganz geil aus, oder? Denn ihr legt jetzt Futter, Ärmel und Oberstoffärmel rechts auf rechts aufeinander. Ich zeige euch das jetzt nochmal von nahen. Wir haben jetzt hier den Futterärmel in den Oberstoffärmel gezogen und jetzt knicke ich mir sowohl Futter als auch Oberstoff einmal um und lege das so aufeinander und stecke das zusammen fest. Und jetzt drehen wir das gleich um und dann habt ihr eine Orientierung, welche Teile aufeinander gehören. Wenn ihr das gemacht habt, zieht ihr die komplette Jacke nochmal durch den Ärmel wieder auf links und dann können wir die Ärmelsäume schließen und dann verschneiden wir auch nochmal die ganzen Ecken, also einmal hier unten die Säume und hier oben auch an der Kapuze können wir ein bisschen was verschneiden, damit das hier alles schön rauskommt.
Achtet beim Wenden darauf, dass ihr nicht in die Nadeln greift, die ihr da jetzt gerade reingesteckt habt. Ihr könnt den ersten Ärmel einfach so ein bisschen rausziehen und schon mal festnähen und dann den anderen Ärmel. Also wir haben jetzt hier Futter- und Oberstoffärmel, die ich noch mit dieser Nadel zusammengepinnt habe. Die nähen wir natürlich nicht so verknobelt aufeinander. Es sollte nur dazu dienen, dass wir wissen, wie rum wir die Teile aufeinander nähen müssen. Ich nehme jetzt die Nadel hier raus und ihr haltet das einfach kurz fest, damit ihr wisst, wie es zusammengehört. Denn so weiß ich jetzt, dass die Lagen genau so rechts auf rechts aufeinander gehören und dass diese beiden Nähte aufeinandertreffen. Und da nähe ich jetzt einmal rundrum bei 1 cm fest. Ich finde, das Verwirrende ist immer, wenn man ein Futter in einen Ärmel einnäht, dass man immer denkt, die müssen ineinander gezogen werden. Aber eigentlich ergibt sich, wenn man die jetzt gleich fertig hat, ein Schlauch. Und so sieht es dann aus, wenn der Ärmel geschlossen ist. Also ihr habt hier den Futterärmel und hier den Oberstoffärmel. Die gehen so in einem über. Das ist dann richtig. Und das macht ihr jetzt mit dem anderen Ärmel auch noch. Den müsst ihr da jetzt einmal durch den Ärmel durchziehen, dass ihr da rankommt. Und dann können wir noch die Ecken verschneiden am Saum und an der Kapuze und wieder alles fein säuberlich wenden. Ich habe mir jetzt hier nochmal die Ecke rausgezogen mit dem Reißverschluss. Also da schnibbel ich mir auf jeden Fall hier mal das Tape ein bisschen ab. Und dann können wir hier die Ecke auch noch ein bisschen verschneiden, dass das nicht so dick ist da oben. Und dann hole ich mir die andere Ecke auch noch raus. Und wenn ihr das wendet, könnt ihr dann auch einmal mit dem Finger schon mal so da reingehen oder mit einer stumpfen Schere, dass das alles schön rauskommt. Wir schließen dann jetzt auch noch das Loch im Ärmel. Dafür lege ich einfach die beiden Kanten rechts auf rechts, also ich schlage einmal die Nahtzugabe nach innen ein und dann nähe ich hier einfach einmal knappkantig drüber. Das muss jetzt auch nicht besonders schön sein, weil das verschwindet im Ärmel und dann interessiert es keinen mehr, wie das aussieht. Das ist bei gekaufter Kleidung, wird das genauso gemacht. Ihr könnt mal in euren Blazer oder in den Mantel reinschauen, da ist immer im Ärmel so eine Naht. Wir haben jetzt die Jacke fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Ich würde jetzt erstmal ordentlich bügeln. Die Kapuze einmal ordentlich bügeln, also die Kante hier ordentlich rausbügeln und Fäden verschneiden. Auch hier die Kante einmal ordentlich bügeln. Dann haben wir ja den Saum hier. Da würde ich einmal die Nahtzugaben in das Futter bügeln und den Saum können wir dann im Nahtschatten, also in den kompletten Nähten hier, einmal fixieren. Also einmal den Saum einmal sauber in den Saumbruch legen, den wir gebügelt haben und hier im Nahtschatten ein paar Stiche setzen, dass der Saum hier nicht runterklappt. Und dann, was wir auch noch machen, ist hier an der Kapuze, da fehlt uns ja noch der Tunnel für die Kordel. Wenn wir hier vorne die Absteppung machen, steppen wir die Kordel innen drin mit fest. Aber vorher erstmal ordentlich bügeln, damit das schön aussieht. Und dann sind wir schon fast fertig. Also wir steppen dann jetzt den Tunnel ab. Mir ist die Kordel ein bisschen flöten gegangen. Die stecke ich jetzt mal wieder rein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr größere Ösen habt, könnt ihr natürlich die Kordel auch einfach im Nachhinein reinziehen. Das ist deutlich einfacher, aber bei meinen kleinen Ösen ging das nicht. Da hätte keine wirkliche Sicherheitsnadel durchgepasst. Deswegen mache ich das so. Aber ihr könnt natürlich auch die Kordel später reinmachen. Sonst, Quatsch. So, also ich habe jetzt die Kordel so weit reingeschoben, dass ich da jetzt drüber nähen kann. Und dann habe ich mir hier mit Kreide den Tunnelverlauf aufgezeichnet. Und auch da solltet ihr natürlich darauf achten, dass die Kordel auch in diesem Tunnel bleibt. Ich steppe jetzt noch den Reißverschluss knappkantig ab, also hier den Stoff einmal knappkantig absteppen. Schaut, dass oben und unten der Stoff möglichst weit weg ist vom Reißverschluss. Ich würde euch nicht empfehlen, den zu bügeln. Ich spreche da aus Erfahrung, der könnte nämlich schmelzen, wenn das so ein Plastikreißverschluss ist wie dieser hier. Deswegen würde ich einfach den, so gut es geht, mit den Nägeln ein bisschen wegstreifen und ein bisschen flach drücken. Als letztes kommt noch die Blende dran. Wir arbeiten jetzt in die schmalere Blende die Oberseite der Druckknöpfe ein. Ich möchte nämlich, dass meine Druckknöpfe nicht sichtbar sind von außen und deshalb schlage ich sie nur durch eine Lage des Stoffs und die Knöpfe werden dann von der anderen Blende verdeckt. Die Position der Knöpfe muss so sein, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite der Knipse ist, denn wir haben hier unten
2 Knipse, also einen in der Mitte der Blende und einen weiter unten. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann die Knopfposition angezeichnet. Wenn ihr das irgendwie andersrum habt, müsst ihr dann nochmal neu anzeichnen. Wenn ihr die Druckknöpfe sichtbar haben wollt, könnt ihr die auch später einarbeiten, wenn wir den Übertritt genäht haben. Ich habe jetzt die Druckknöpfe hier eingearbeitet und dann legen wir jetzt anderen Beleg rechts auf rechts da drauf, sodass hier die Kanten oben bündig sind. Unten haben wir die 0,5 cm Differenz und dann schließen wir jetzt einmal die Blende hier links, oben und rechts bei 1 cm, verschneiden die Kanten und wenden. Ich habe jetzt den Beleg genäht und gewendet. Jetzt bügeln wir einmal alles fein säuberlich und dann können wir den Beleg annähen. So, wir nähen die Blende dann jetzt an und zwar wird sie komplett von der Kapuze bis hier unten angenäht. Dafür habe ich mir hier einen Strich gemacht, 1,5 cm von der Kante entfernt oder 2 cm vom Reißverschluss. Dann legt ihr die Blende genau an diese Kante an, hier oben an der Kapuze bündig, dass sie mit der Kapuze abschließt. Und dann nähen wir die Blende bei 0,5 cm an, aber nur die längere Seite. Denn danach klappen wir den Beleg um und steppen den Beleg bei 0,1 und 0,7 cm ab. Und dann fehlen nur noch die anderen Teile der Druckknöpfe. Und damit wir jetzt die richtige Position der anderen Seite der Druckknöpfe bestimmen können, macht ihr die Jacke einmal zu, legt alles glatt aufeinander, klappt den Beleg runter, so dass wirklich alles glatt liegt. Und dann nehmt ihr euch einen Markierstift und markiert genau dort unter den Druckknöpfen die Position. Also ich hebe mir das so ein bisschen an und schaue, wo die hin müssen, denn nur so habt ihr auch wirklich die Garantie, dass eure Knopfposition die richtige ist. Denn beim Nähen kann sich ja immer mal was verschieben. Deswegen macht es lieber so, als dass ihr nachher Druckknöpfe eingeschlagen habt, die von der Position absoluter Quatsch sind. So, und wenn ihr die dann markiert habt, könnt ihr die einschlagen. Die werden jetzt komplett durch alle Lagen hier gehauen. Und dann sind wir tatsächlich fertig. So, der Parker ist fertig. Mir hat es mega Spaß gemacht, den zu nähen. Ich hoffe, dir auch. Wenn du jetzt noch Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne an christina@bara-studio.com. Ich würde mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal hier abonnierst, damit du nicht verpasst, wenn ich ein neues Videotutorial hochlade und wenn du mir ein Like da lässt.